Die Productronica ist das Branchenhighlight der Elektronikindustrie und wir befinden uns jetzt schon fast am Ende der Productronica 2023. Und wie die Messe gelaufen ist und wie auch die Aussteller die Messe wahrgenommen haben, darüber spreche ich jetzt mit Martin Lechner, Executive Director bei der Messe München, mit Christoph Weiß, stellvertretender Geschäftsführer des Branchenverbands PCP-IS und mit Thorsten Frenzel, Vertriebsleiter Europa bei der Asis Group. Ja, Herr Lechner, es ist jetzt Freitag, 14 Uhr. Die Messe ist fast vorbei, so ein paar Stunden geht's noch. Wie fällt denn so das Fazit aus? Die Messe ist fast gelesen, ja. Insgesamt haben wir fantastischen Verlauf der Productronica 2023 hinter uns. Wir haben, und das freut uns als Messe natürlich immer ganz besonders, Bestnoten erhalten durch die ausstellenden Unternehmen, aber auch durch die Besucher. Und mit insgesamt 42.000 Besuchern aus 90 Nationen, die auf 1400 Ausstellern hier auf der Productronica getroffen sind, denke ich, haben wir auch nochmal ein Stück weit diese Bestnoten ein Stück weit unterstreichen können. Okay. Ist denn so jetzt sage ich mal, dieser Einschnitt nach Corona, der ja allen Messen zugesetzt hat, überwunden? Also mit diesen fantastischen Zahlen, und da blicke ich jetzt auch gleich auf meine Gesprächsnachbarn drauf, die können das sicherlich noch mal ein Stück weit besser beantworten als ich. Von dem, was wir aus der Besucherumfrage und der Ausstellerumfrage an Feedback erhalten haben, ist das überwunden, ja, und wir sind mit den Ergebnissen sowohl auf der Ausstellerseite als auch auf der Besucherseite sogar ein Stück weit wieder bei dem Niveau von 2019. Und erfreulich ist insbesondere, dass wir gerade bei der Internationalität der Besucher ein Stück weit nochmal zulegen könnten auf nahezu 60%. Und ich hoffe, dass das auch bei Ihnen ein Stück weit angekommen ist. Ich kann Ihnen da nur beipflichten. Ich erinnere mich noch an die Ausstellung 2019. Wir sind alle zufrieden von der Messe wieder heimgegangen und Monate später war der Lockdown, es war nichts mehr zu tun. Dann waren wir alle froh, dass genau 2 Jahre später die Messe wieder losging. Alle waren wir mit unseren Masken hier, aber es war eine andere Messe. Es war eine andere Messe, als wir es gewohnt waren aus den Vorjahren. Heute, 2023, muss ich sagen, sind wir wieder da, wo wir 2019 waren. Über die letzten 4 Messetage hinweg eine große Anzahl von Besuchern, gute Gespräche geführt. Die Leute sind interessiert an Technologien. Vor allen Dingen uns als Aussteller ist es auch immer wichtig, mit den Kunden in Austausch zu gehen. Was braucht der Kunde morgen und vor allen Dingen, wie ist der Ausblick fürs kommende Jahr? Und da muss ich sagen, ist die Productronica eine hervorragende Plattform und deswegen sind wir froh, dass wir hier sind. Wie sieht das? Also ich kann auch nur ganz positiv berichten, sowohl von den Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben uns ein bisschen anders positioniert auf der Messe. Botschaften schon auf der Pressekonferenz mitgesendet, haben da die Chance gehabt. Unsere Mitglieder selber sind auch sehr zufrieden gewesen. Es war vor allen Dingen auch so, dass die Besucherwelle schon am Dienstag über die Messe geschwappt ist und nicht erst am Mittwoch, Donnerstag. Das war eine sehr positive Geschichte. Und nach Corona freuen sich natürlich alle, wieder eine normale Messe zu haben. Auch. Ja, dem kann ich beipflichten. Vielleicht ganz kurz zu der Besucherverteilung über die Tage hinweg. Ich stimme Ihnen zu. Es war sehr früh für eine Productronica, am Dienstag schon sehr viel los gewesen auf dem Messestand. Am Mittwoch, wie wir es gewohnt waren, war natürlich der besucherreichste Tag gewesen. Und am Donnerstag, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da die Bahn nicht ein bisschen in die Suppe gespuckt hat, aber da hatte ich den Eindruck, dass dann doch ein bisschen weniger los war. Mag aber auch, wie gesagt, ist eine sehr subjektive Wahrnehmung über die gesamten 4 Tage hinweg. Eine gute Anzahl von Messebesuchern. Also Entschuldigung, so kurz zur Erklärung, der Bahnstreik, der dann möglicherweise dem einen oder anderen vielleicht abgehalten haben könnte. Tatsächlich, ich weiß von 2 konkreten Fällen, die dann gar nicht anreisen konnte, beziehungsweise ein Gast, der ist abends angereist und ist dann am selben Abend wieder abgereist, weil er am nächsten Tag seine Bahn verpasst hätte. Aber ich habe Sie gerade unterbrochen. Wir haben die Zahlen, die Sie jetzt, also was das Thema des Bahnstreiks anbelangt, ich möchte es nicht überinterpretieren und zugleich muss man sagen, wir sind eine Fachmesse, ja, und die hat einfach nochmal einen anderen Charakter als eine Publikumsmesse und da merkt man eben schon, dass das Thema, was hier an Neuheiten zu sehen ist und was die Unternehmen hier auch sich vorbereiten, um genau das zu zeigen dem Publikum, dass das
schon, ich sage jetzt mal, durchaus Hürden überwinden lässt. Also das ist so ein Stück weit die Erfahrung, die wir gemacht haben. Absolut. Neuheiten ist ein gutes Stichwort. Was waren denn aus Ihrer Sicht so die Highlights der Messe? Gut, da muss ich jetzt aber bitte an den Verband verweisen und an die Industrie. Also, ja. Eins der Highlights ist sicherlich das Thema KI, was sich hier überall durchzieht. Man sieht wirklich viele Dinge, die mit KI gemacht werden und so. Wir haben auch die Facetten von KI bei uns versucht darzustellen auf einem sehr erfolgreichen Donnerstagvormittag, eine Podiumsdiskussion oder eine Podiumsrunde. Es ist wirklich zieht sich überall durch und es findet immer mehr Anwendung, auch praktischer Art, die wir hier sehen. Kann ich Ihnen nur beipflichten. Auch bei ASIS hat man dieses Jahr zum ersten Mal ein Exponat gesehen, wo KI eine wesentliche Rolle spielt. Wir haben ein Exponat zur Inspektion von Brennstoffzellen, Bipolarplatten heute hier präsentiert, die Woche hier präsentiert, wo die optische Inspektion lediglich über die KI gesteuert ist. Relativ einfache Hardware verbaut, aber der Rest passiert über die Software. Und das war wieder auch eine gute Plattform, um mit den Kunden in die Diskussion einzusteigen. Ist das der richtige Weg? Was ist die Erwartungshaltung von den Anwendern später? Und wohin müssen wir als Anbieter von solchen Lösungen denn steuern? Okay. Zusammen mit dem ZVI und auch dem VDMA haben wir ja ein großes Rahmenprogramm, das wir immer miteinander gestalten, an dem sich auch die Industrie beteiligt. Und das sehen Sie dann auch in den Hallen, wenn Sie da genau hinblicken, wo dann entsprechende Sonderschauen sind, die nochmal diese Themen unterstreichen. Wir sind ja da ein Stück weit mit unseren Marketingmaßnahmen so ein bisschen die Verstärker zusammen mit den Verbänden. Das ist einmal das KI-Thema, das Thema Leistungselektronik und Sensorik in der Elektronikfertigung. Das waren so diese 3 Highlight-Themen, die wir eben zusammen mit der Industrie hier nach vorne geschoben haben. Ja. Und wenn wir uns jetzt die Industriebrille aufsetzen und sagen, naja, wenn Sie nach Highlights schon gefragt haben, was haben wir jetzt als Anbieter, als ASIS denn wahrgenommen? Ich glaube, da sind wir auch auf dem richtigen Weg. Zum einen ist es das Thema Digitalisierung nach wie vor, Softwarelösungen, um Menschen mit Maschinen, Maschinen mit übergeordneten Systemen, Maschinen mit Maschinen zueinander zu vernetzen. Stichwort Hermes, wir haben uns einen Hermes-Assisten vorgestellt, der es ermöglicht, diese Hermes-Linien sehr komfortabel zu steuern, einzurichten, Programme zu wechseln. Wir wurden mit dem Produktronika Award ausgezeichnet für unser Line-Monitor, der mit einem Blick ermöglicht, eine komplette Übersicht über die Produktivität einer Fertigung zu erhalten. Und das sind genau die Themen, wo wir auch dann in die Tiefe einsteigen konnten mit unseren Kunden. Weil das scheint immer noch ein Feld zu sein, wo es einen Bedarf gibt bei den produzierenden Unternehmen, hier sich einfach besser aufzustellen. Okay. Mit was für einem Fokus kommen denn die Besucher an Ihren Stand? Also sind die da schon ausgerichtet auf solche Highlights, die Sie jetzt genannt hatten, wie zum Beispiel Themen wie KI? Oder gibt es da erst so, will man sich eher so allgemein informieren? Ja, also ohne anmaßend klingen zu wollen, kommen Kunden gerne zu ASIS, um sich einfach so ein bisschen über Neuigkeiten zu informieren, weil bisher ist es uns immer gelungen, da gewisse Trends auch mitzusetzen und mitzugestalten. Da ist KI ein wichtiges Thema, da ist das Thema der ganzen Mensch-Maschinen-Interaktion ein Thema. Ein ganz großes Thema habe ich auch identifiziert, Thema Materiallogistik. Fertigungen sind, wenn Sie sich das auf Linienebene, auf Produktionsinselebene anschauen, ziemlich gut durchoptimiert. Und da ist im Grunde genommen, der eine Kunde setzt auf dieses Equipment, der andere Kunde setzt auf dieses Equipment, das läuft. Das ist nach Anwenderbedürfnissen optimiert. Wenn es noch was zu optimieren geht, dann sicherlich im Bereich der Materiallogistik. Wo kommt welches Material zu welchem Zeitpunkt an welchen Ort? Da sehen Sie häufig noch, wenn ich in Ihren Verband reinschaue, in die Fertigung dort sehr häufig schwarze Flächen, wo Material rumsteht. Das muss identifiziert werden. Wir alle wissen, Fertigungsfläche ist teuer. Die sollte mit Maschinen ausgelegt werden und nicht mit Material, das da einfach rumsteht und auf den nächsten Prozess wartet. Und da konnten wir als ASIS da eine sehr schöne Lösung präsentieren, uns Smart Buffer, der es ermöglicht, sehr flexibel in der Fertigung Magazine zum Beispiel zu puffern, mit WIP-Materialien, die vielleicht einseitig bestückt sind, die auf die zweite Seite warten, wo die zweite Seite bestückt wird. Da können Sie in der Höhe bis zu 4 Meter 30, 50, 100 Magazine speichern. Und wenn Sie in 2 Jahren Ihre Fertigung umbauen möchten, ist diese Anlage so wie eine Linie zu verlagern ist auch so ein Puffer dann zu verlagern. Und das gab ganz tolles Kundenfeedback. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich hier mit einbringen möchte, ist, dass
dieses Publikum schon sehr genau weiß, wo sie hingeht, was sie sich angucken möchten und was für mich immer ein fantastisches Bild ist, wenn Sie gerade bei den Pick-and-Place-Maschinen oder bei den Öfen sich das genau angucken, wo, ich sage das jetzt mal, die Ingenieure und auch diejenigen, die in der Fertigung am Shopfloor sind, dann da nahezu hineinkrabbeln und genauestens sehen wollen, wie es so funktionieren. Und also das ist mal so ein Teil. Der zweite Teil, der auch nochmal dafür sagt, dass hier die Profis zusammenkommen, ist, sie finden auch so an einigen Tischen immer so Bauteile, die dann diskutiert werden, wie man die dann besser fertigen könnte. Das sind die schönsten Gespräche übrigens. Und dass dann so kleine Dinge dann auch nochmal näher untersucht werden, mit welchem Ergebnis die so aus der Maschine rauskommen. Also das zeigt schon, dass da eine hohe Professionalität ist, die hier in den Hallen zu finden ist. Okay. Kann ich auch nochmal ergänzen, also meine Mitgliedsunternehmen sind ja die Kunden oft der Maschinenhersteller und die schicken natürlich hier ihre Techniker her, um auch entsprechend dann das neueste Know-how zu kriegen und sich einen Überblick zu verschaffen. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte auch für die Firmen, die halt hier dann das Equipment kaufen. Okay, also das haben Sie auch in den Gesprächen wahrgenommen, oder dass die Besucher auch extrem gut informiert sind, wenn sie herkommen. Das ist richtig, genau. Und die schicken dann wirklich auch ihre Technikerteams über die Messe, um da eben dann die Neuigkeiten zu erfahren. Also das ist auch Entschuldigung. Nein. Bitte. Also das ist ein Stück weit auch das A und O, das ist das, was wir dann immer auch gute Arbeitsatmosphäre dann bezeichnen, wenn man dann auch gleich loslegen kann und nicht erstmal erklären muss, worum es hier überhaupt geht. Und sicherlich, so wie Herr Frenzel berichtet hat, dass man das eine oder andere nochmal dann tatsächlich ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet, wie man es denn umsetzen kann im Shopfloor. Aber ansonsten haben Sie hier hohe Experten, die kommen. Ja? Und ganz kurz, das ist auch ein wichtiger Indikator für uns, wenn wir mit den Kunden auf so einer Messe jetzt wirklich dann in den Austausch treten. Wir kommen alle aus diesen Jahren der Teams-Meetings, der Zoom-Meetings. Da haben sie ein Projekt gehabt, das haben sie diskutiert und nach einer halben Stunde mussten sie ins nächste Meeting. Ja. Auf so einer Messe hat man Zeit, sich mit den Kunden zu beschäftigen, über Lösungen zu sprechen. Da kamen tolle Ideen, tolle Ansätze von den Kunden, die wir jetzt wieder mitnehmen können, um einfach unsere Anlagen weiterzuentwickeln. Ja. Das kann eine digitale Messe einfach nicht bieten. Das ist so. Das ist ein super Stichwort, weil ich gerne als nächstes darüber sprechen würde, welche Bedeutung Präsenzmessen oder so Präsenzveranstaltungen generell noch in unserem digitalen Zeitalter haben. Und die Frage klären wir gleich nach der Pause. Also, Sie haben es gesagt, die Leute sind auch zum Teil ihre Teams-Meetings satt und wollen auch Dinge wieder selbst anfassen und sprechen. Ja. Deswegen vielleicht an Sie, Herr Lecher, die Frage aus Ihrer Sicht. Sie sind ja nicht nur für die Produktroniker, sondern auch für andere Messen hier bei der Messe München verantwortlich. Welche Bedeutung haben denn noch solche Präsenzmessen nach dem... Ja, wir haben vorhin Corona angesprochen, nach dem dem Zeitalter, wo man sagt, man macht ganz vieles online. Also das ist ja das, was Herr Frenzel gesagt hat, dass das Publikum, die Teams-Meetings leid sind, ist letztendlich ein Hoch für uns, für das ganze für die gesamte Messeindustrie, wenn man das mal so sagen darf. Denn das ist ja letztendlich auch, weshalb wir existieren und weshalb wir auch diese Plattformen bereitstellen, nämlich für die Industrie. Wir haben schon eine kleine Ergänzung festgestellt über die Jahre hinweg, dass eben die Ergänzungen durch digitale Medien ein absolutes Muss ist. Also das heißt, das Unterfüttern durch Streaming-Angebote, durch entsprechende Keynotes, die auf der Website jederzeit abgerufen werden könnten, wie auch zum Teil, dass diese On-Demand-Angebote da sind. Das ist was wir jetzt stärker ausbauen, wo wir merken, da ist auch die Industrie bereit, sich zu engagieren. Aber das, was hier auf dem Hallenboden stattfindet, das ist das A und O. Und wenn Sie Geschäfte machen wollen, dann machen Sie das am liebsten mit jemandem, dem Sie auch einen tatsächlichen Handschlag geben können und nicht mit jemandem, dem Sie in die Augen blicken können und nicht das Ganze über einen Bildschirm machen müssen. Mhm. Kann ich nur zustimmen. Wenn Sie mit jemandem zusammensitzen, da sehen Sie Emotionen, da sehen Sie Seitenblicke, Sie bekommen Gestik zurück, Sie bekommen Mimik zurück.
Und das haben sie in dem Teams-Meeting nicht, wo dann vielleicht noch 6 Bilder eingeblendet sind oder der Bildschirm komplett schwarz ist. Ja. Kann ich auch berichten. Ein Kollege von mir, der mich nur online gesehen hat, hat gesagt, ach, so sehen sie eigentlich in Wirklichkeit aus. Ja. Aber sicherlich werden auch aus dieser digitalen Zeit ein paar Elemente bleiben. Das Absolut. ist ganz klar. Wir selber sind auch auf unseren Social-Media-Kanälen unterwegs und haben natürlich das Thema dann auch gepusht. Aber eine Präsenz und eine Mimik von jemandem, ihn einzuschätzen und überhaupt zu wissen, was er denn wirklich will. Hat mir mal jemand gesagt, wenn der mir nicht gegenüber gesessen hätte, hätte ich nicht gewusst, wie er es meint. Und die Corona-Phase hat, also wenn es was Positives gab, dann sicherlich, dass wir alle viel fitter wurden mit diesen digitalen Medien. Dinge, die man früher, wo man Meetings einberaumt hat, wo alle erst in einen Meetingraum zusammenkommen musste, wo man sich ins Auto gesetzt hat, in den Zug gesetzt hat, angereist ist, können Sie viele Dinge heute über genau diese Tools machen und trotzdem die Präsenz ist einfach wichtig. Ja. Und weil Sie es gerade angesprochen hatten, wir haben ja ein sehr umfangreiches Portfolio hier in München, aber auch eben in Indien und in China. Und da kann ich Ihnen sagen, es ist überall gleich. Ja? Also wir haben rund um den Globus, können wir sagen, es ist wichtig, dass die Leute zusammenkommen, dass sie einander kennenlernen und Geschäfte machen. Und für uns ist es insofern besonders wichtig, weil je präsenter wir auch im Ausland sind mit unseren Produkten, desto mehr Gäste haben wir auch hier in München dann am Standort. Und das ist ja nun eine wichtige Funktion, die diese Produktronika eben auch übernehmen kann, dass sie letztendlich bei allen, ich sage das jetzt mal, Spannungen, die jetzt so innerhalb der einzelnen Bereiche und Einflusssphären herrschen, dass sie hier eine neutrale Plattform haben, wo alle eben kommen können. Ja, und sich informieren können. Und das ist sicherlich eines der großen Vorteile von Messen und der persönlichen Begegnung. Ja, Sie haben ja auch zum Anfang hervorgehoben, die große Internationalität der Besucher. Kann man da so eine Gewichtung sagen, wie viel? Ich weiß nicht, ob es da schon Zahlen gibt, wie viel? Also die genauen Zahlen habe ich jetzt noch nicht und jetzt möchte ich auch nicht orakeln. Deswegen, das ist klar. Wir wissen, dass wir einen hohen Zuwachs aus China haben. Wir wissen, dass wir einen hohen Zuwachs aus USA bekommen haben. Ja, wir haben natürlich in unseren Dachregionen ist immer eine ganz angestammte Stärke, aber das hat in den Lauf der letzten Jahre immer größere Kreise gezogen. So ist es schon zu konstatieren. Ja. Wie ist das eigentlich aus Sicht der Aussteller? Ist das eher dann, sage ich jetzt mal, so ein Familientreffen, auch bei dem, was die Besucher betrifft, die man sowieso schon kennt? Oder sind da auch viele Neukunden dann dabei? Es ist eine gute Mischung. Ja. Also zum einen, wir nutzen die Internationalität auch dahingehend, dass wir unsere komplette Vertriebsorganisation, die weltweite Vertriebsorganisation zu diesem Anlass hier nach Deutschland bringen, was zu einem super Austausch innerhalb der eigenen Organisation führt. Das machen wir aber ein paar Tage vor der Messe schon. Und wenn wir dann gemeinsam geschlossen nach München als Team hinkommen, dann empfangen wir die Kunden weltweit. Es sind natürlich, Sie haben es so schön gesagt, diese familiäre Situation, gerade in der Elektronikindustrie, das ist eine ganz tolle Sache. Da wachsen Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften zum Teil. Und trotzdem ist es jedes Mal aufs Neue so, dass neue Gesichter auf den Stand kommen, dass man neue Menschen kennenlernt, wo sich dann auch wiederum neue Projekte entwickeln können. Ja. Also die Mischung macht's. Internationalität kann ich auch bestätigen. Ich habe mehr englische Gespräche geführt als auf anderen Messen. Ja. Das kann ich ganz klar sagen. Also das merkt man schon, dass hier auch viel internationales Publikum da ist. Wie findet eigentlich so der Austausch zwischen den Organisatoren, also der Messe München und den Ausstellern statt? Also gibt's da, befruchtet man da sich gegenseitig auch, was die Themen und so weiter betrifft und wie läuft das? Die Messe München ist zunächst einmal der Organisator, der die Plattform bereitstellt. Bespielt wird es durch die Industrie. Die Themensetzung machen wir gemeinsam mit der Industrie und dem Branchenverband ZVI und auch mit dem VDMA zusammen, um eben hier inhaltlich die Themen zu setzen, die die Branche umtreibt. Wir haben institutionell einen sogenannten Fachbeirat, der aus den führenden Unternehmen der jeweiligen Branche zusammengesetzt ist und eine Messe ist dann, sage ich jetzt mal, Leitmesse-Charakter, wenn man das mal so sagen darf, wenn sie mindestens 80% der Marktteilnehmer hier auf einem Flecken vereinen kann, was hier der Fall ist. Das ist Ihnen gelungen. Ja. Gibt es da, also wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen, ich meine, es ist dann erst in 2 Jahren, aber wenn wir versuchen, mal so einen Blick vorauszuwerfen, großes Gelächter, dann gibt es schon vielleicht auch was aus Sicht der Ausstellung, wo man sagt, da könnten wir vielleicht nochmal an der Schraube drehen oder vielleicht das Highlight mit rein und wie auch immer. Also wir brauchen mehr Fläche,
um Tische und Stühle aufzustellen für die Gespräche mit den Kunden. Das Das soll nicht zulasten der Exponate gehen, aber genau das, was auch dieses Jahr wieder stattgefunden hat, man kommt ins Gespräch und dann wird aus einem 5 Minuten, 10 Minuten kurzen Gespräch dann doch auf einmal eine intensivere Diskussion. Also das ist sicherlich was, wo wir nächstes Jahr mehr Fläche mit genau diesen Diskussionstischen und so weiter ausstatten werden. Was ja durchaus positiv ist, wenn man sagt, man hat so viele Kunden, dass man einfach mehr Fläche braucht, mit denen sprechen zu können. Genau. Ja. Wie ist das aus Ihrer Ja, wir Sicht? stehen ja auch für die Branche und wir haben natürlich dann auch jetzt versucht, über die Messe ein paar Botschaften, ein paar allgemeinere Botschaften noch mit in die Welt zu tragen. Also dass das gesamte Elektronik wichtig ist und dass da eben auch der Fokus von der Gesellschaft und Politik drauf gelegt werden soll. Das nutzen wir natürlich dann auch und das spielen wir natürlich mit unseren Mitgliedern zusammen über Podiumsdiskussionen oder sonstige Events, die wir hier machen. Also ich sage das mal, das höre ich gerne, was Sie gesagt haben, Herr Frenzel. Ich glaube aber, sondern und zugleich denke ich, braucht es noch ein Arbeiten mit ZVI, VDMA, mit Ihnen zusammen, mit der Industrie. Denn eins ist es ganz entscheidend und das ist ein Thema, das uns die nächsten paar Jahre stärker befolgen wird und was wir heute noch nicht adressiert haben, ist nämlich der Nachwuchs in der Branche. Und ich glaube, wenn wir sozusagen die Elektronikindustrie als gesamtgesellschaftliches Thema erfassen und bei uns in den Köpfen drin haben, ja, kommt es eben auch ein stärkeres Bewusstsein, einmal mehr, dass die Branche dann letztendlich, und die wird wachsen in den nächsten Jahren, sie wird noch wesentlich mehr wachsen, weil alles mit allem sprechen wird, weil alles mit allem vernetzt sein wird und das ist ja jetzt erst der Anfang, was wir jetzt erleben. Die 10 Jahre, die wir uns sozusagen durch Industrie 4.0 gequält haben, wenn ich das mal so sagen darf, kommt er jetzt erst zur Blüte mit der KI. Ja? Und das ist ja erst der Anfang, da sind wir noch gar nicht mal. Ja, also das war ganz zart am Beginn des Ganzen und dazu braucht es Menschen, die die ganzen Themen mitgestalten. Ja, und das werden die nächste Generation sein, die dies tut. Und das ist sicherlich das ganz Entscheidende für 25 und fortfolgende. Absolut. Und diesen jungen Menschen muss man aber auch die Freiräume und die Plattform geben, dass sie sich entfalten und entwickeln können. Das ist so. Ich glaube auch, dass wir der Jugend bewusst machen müssen, dass wenn wir uns ändern hier als Gesellschaft, dass die Elektronik halt überall drin steckt. Und egal welches Zukunftsfeld man nimmt, da gehört einfach Elektronik dazu. Darüber kriegt man vielleicht auch einen Hebel, sie dafür wieder zu begeistern für die Branche. Und die Messe Produktronika dann als Plattform, um das Ganze quasi in die Welt zu bringen. Das ist das A und O, denn das werden Sie sehen, zusammen sozusagen mit der Schwester Elektronika. Die beiden Veranstaltungen sind das, die letztendlich die gesamte Welt der Elektronikindustrie zusammen, wir haben ja noch die Semicon Europa hier, da haben Sie nämlich die ganze Welt an einem Fleck, ja, und die wird in den nächsten Jahren die Zukunft für uns, unser Leben gestalten und alles, was es braucht. Ja. Also insofern für die Industrie kann ich jetzt schon mal vorhersagen, positive Zeiten, wenn es der Industrie gut geht, geht es uns auch gut, ja, und dem Verband auch gut, weil er dann nämlich neue Mitglieder bekommt. Ja. Eine Win-Win-Win-Situation. Genau. Okay. Wie ist denn die Stimmung in der Branche aktuell? Nun ja, wir kommen aus einer Phase, wie soll ich sagen, ich will nicht von Überhitzung sprechen, aber einer unheimlich dynamischen Nachfrage. Diese Phase scheint jetzt ein Stück weit abzuklingen. Wenn ich nach den 4 Tagen Messegespräche jetzt einen Ausblick ins Jahr 2024 wagen sollte, würde ich sagen, es wird nicht mehr diese Überhitzung sein, wie wir es in den letzten 1,5, 2 Jahren erlebt haben, aber es wird auch weiterhin sehr hohen dynamischen Umfeld werden wir uns bewegen. Aber es kommt ein bisschen Ruhe rein, aber nicht so, dass es jetzt komplett nach unten gehen würde, um Gottes Willen. Aber genau diese Phase ist auch wichtig zum Konsolidieren, zum Optimieren. Viele Ideen, also jetzt für die Industrie, die jetzt zum Beispiel bei uns in der Schublade liegen, die wollen auch irgendwann mal entwickelt werden. Und es geht nicht, wenn sie ständig nur Nachfrage bedienen, sondern sie brauchen auch die Ressourcen, um genau diese Themen einfach weiterzutreiben. Ja, wenn man auf die gesamte Elektroindustrie guckt, prognostizieren wir für 2023 ein leichtes Wachstum von 1-2%. Wenn man aber auf andere Branchen guckt, die haben eigentlich alle Rückgänge zu verzeichnen. Und von daher steht die Elektronikindustrie eigentlich sehr gut da. Okay. Haben Sie denn, weil es gerade von Ideen in der Schublade die Rede war, haben Sie denn schon Ideen in der Schublade für die nächste Messe oder ist das jetzt zu weit weg?
Gut, ein Thema hatten wir ja schon genannt, also das wird ein stärkerer Fokus eben auf den Nachwuchs sein. Das ist eben das, was wir zusammen mit den Institutionen hier in München, in und um München machen können, auch zusammen mit der Politik, eben hier eine stärkere Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu schaffen und dann auch Lösungen für die Industrie, zumindest auf dieser Plattform anzubieten, mehr stärker dieses zu vernetzen. Ja, okay. Und das ist sicherlich ein Thema, das uns umtreiben wird, wo man sagen kann, ja, also das wird auf alle Fälle auf unserer Seite ein großer, ich sage mal, eine große Herausforderung auslösen, dass man da vernünftige Lösungen anbietet, die eben ein Stück weit, und auch das nochmal, das hatten Sie gesagt, so schön, Herr Frenzel, man muss den Freiraum geben, eben auch ein Stück weit mehr Freiraum den Unternehmen geben können. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, so ganz groß ist der Druck noch nicht. Ja? Und da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen was, aber das kommt dann ganz schnell und dann müssen sofort Lösungen da sein und ich glaube, da können wir als Messe München zusammen mit ZVI, VDMA, mit der Industrie Lösungen anbieten, die dann eben auch diese Freiheitsgrade liefern, dass jeder eben nicht in einem strengen Korsett seine Aktivitäten entfaltet, sondern dass er das auch ein Stück weit offener macht. Okay. Ja? Gut, jetzt haben wir doch sogar schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Messe. Dann bedanke ich mich. Also es ist schön zu hören, dass man ein sehr positives Fazit zieht, dass die Aussteller zufrieden sind, dass die Besucher gekommen sind und zwar zahlreich und dass auch so Präsenzveranstaltungen nach wie vor ihre Berechtigung haben und man sogar mehr Platz braucht, um mit den Kunden sprechen zu können. Und dann bedanke ich mich und freue mich dann schon auf 2025. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Vielen Dank.